Mit der Blended Edition verfolgen wir den nächsten Schritt hinsichtlich der Produktgestaltung, nachhaltiger Produktgestaltung von draußen. Die Anmeldung des Eco-Design-Preises war deshalb für uns interessant, um diesem Programm noch eine besondere Wichtigkeit und Stellenwert zu geben und diesen auch mit einer erhöhten Sichtbarkeit in Richtung Markt aufzuzeigen. Also die Teilnahme an Designpreisen hat natürlich nicht so lange Tradition, das heißt, wir haben damit eigentlich schon Erfahrung. Womit wir aber noch weniger Erfahrung haben, ist die Teilnahme an nachhaltigen Designpreisen. Das heißt, das steht jetzt für uns ganz klar im Vordergrund. Und da wir ja eine ICF-Mitgliedschaft auch haben, das Internationale Designzentrum, lag es für uns natürlich auch nahe, am Bundespreis Eco-Design teilzunehmen, das dann auch verstärkt unseren Kunden vorzuschlagen. Und Design Awards im Allgemeinen bieten natürlich immer die Möglichkeit, auch konstruktive Kritik zu bekommen von einem unabhängigen Expertengremium, und deswegen ist es für uns natürlich eine besondere Auszeichnung. Die Auszeichnung hat dem Projekt vor der Einführung eine deutliche Wertschätzung gegeben und gibt uns auch nochmal die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind hinsichtlich nachhaltiger Produktentwicklung. Also die Auszeichnung beim Bundespreis Eco-Design hat uns in jedem Fall nachhaltig beeinflusst, da wir auch sehr viel mehr öffentlich sichtbar waren im Bereich der Nachhaltigkeit und uns auch darüber schon neue Geschäftsfelder, Geschäftskontakte erschließen konnten, da eben durch diese Sichtbarkeit und diese Aufmerksamkeit schon sehr viele Kooperationspartner auf uns zugekommen sind und wir auch einfach dadurch unser ganzheitliches Designverständnis nochmal sehr stark zeigen konnten. Also natürlich war es eine riesengroße Ehre, vor Ort in Berlin im Bundesministerium den Preis entgegenzunehmen. Aber eigentlich war so das wirkliche Highlight für mich, an dem Abend selbst mit den anderen Teilnehmern und Gewinnern des Preises zu sprechen, weil es waren so vielfältige, innovative und auch super interessante Gespräche und Einreichungen, sodass das eigentlich das eigentliche Highlight des Preises war. Ja, wir wussten ja nicht genau, was uns erwartet. Wir waren wirklich überrascht, wie professionell der Event organisiert war. Die Vorbereitung für die Zeremonie, inklusive des persönlichen Interviews, das alles hat uns nochmal vor Augen geführt, wie wichtig der Bundespreis Eco-Design ist. Und trotz aller Professionalität haben es die Organisatoren eigentlich geschafft, eine angenehme, emotionale Stimmung, Atmosphäre zu erzeugen, in der man sich wirklich wohlgefühlt hat. Und man konnte in der Stimmung auch die anderen Teilnehmer aus verschiedensten Branchen kennenlernen. Das war wirklich interessant. Die Blended Edition und auch vor allem die Verleihung des Bundespreises Eco-Design hat uns natürlich nochmal insgesamt einen riesen Aufschub und eine Bestätigung gegeben, genau diesen Weg der grünen Transformation weiterzugehen und nicht aufzuhören, nachhaltig zu denken. Es geht eigentlich darum, die nachhaltigen Argumente von nachhaltigen Technologien so zu gestalten, dass sie dem Käufer die Ängste nehmen beim Kauf. Ja, dass er keine Angst haben muss, dass er irgendwelche Einbußen hat, was das Produkt angeht. Es soll stattdessen eher eine Faszination beim Kunden auslösen, dass er das Produkt wertschätzt, dass er es gerne und lang benutzt, dass er es reparieren kann und dass er es auch recyceln kann, wenn es am Ende des Lebenszyklus ist.